Ihr seht, ich habe hier ein neues Mundstück auf meiner Trompete und zwei Varianten neben mir stehen. Die habe ich mal zum Testen da und möchte euch diese auch vorstellen. Die Mundstücke kommen aus der Brass Werkstatt aus Norden und zwar von Onno Spanborg, Metallblasinstrumentenmacher Meister, und so viel Zeit muss sein, und hat diese in seinem Repertoire, also kann man im Shop bestellen bzw. sich mal zuschicken lassen und diese eben ausprobieren. Wir haben hier drei Varianten, und zwar haben wir hier das Cool, dann haben wir den größeren Bruder Fresh und das sehr, sehr präzise Mundstück, sehr durchdringender Sound, Hot. Und wir probieren die mal aus. Ich starte jetzt auch mit dem Cool. Das ist vom Gefühl her, ich habe hier keine Millimeterangaben etc. pp. Mir persönlich gefällt es immer ganz gut, weil mir kommt es immer darauf an, spielen, hören und letztendlich fühlen. Was ist das Mundstück, was gibt mir das Mundstück im Vergleich zu meinem Material, was ist das? Und da spielen wir jetzt einfach mal rein. Regulär spiele ich ein 1,5 C Mundstück. Und rein von den ersten Tönen, vom Spielgefühl, muss ich sagen, das Cool kommt dem am nächsten. Es soll natürlich nicht das 1,5 C Mundstück ersetzen, aber ich merke einfach, von dem, wie ich geprägt bin, ist es fast 1:1. Der Rand ist ein bisschen runder, die Innenkante, finde ich, ist auch weich, nicht scharf. Es sitzt sehr angenehm an den Lippen. Geht in der tiefen Lage auf jeden Fall ganz gut rein, hat ein Volumen im Ton. Kann auch nach oben gehen. Das ist also wirklich vom Gefühl her wie mein 1,5 C Mundstück. Auffällig natürlich auch die Optik, schön gearbeitet. Auch wahrscheinlich ein bisschen schwerer als mein reguläres Mundstück. Und wir wechseln zum nächsten Mundstück, zum Fresh. Das soll insgesamt, ein bisschen spritziger sein vom Sound her als das Cool. Und auch fürs obere Register natürlich ein bisschen besser geeignet. Wir spielen einfach mal rein. Ich merke, es ist ein bisschen enger, vielleicht auch flacher, weiß ich jetzt nicht genau. Aber der Ton kommt schon etwas präsenter raus. Auch unten im Sound noch Volumen da, also nicht irgendwie eingeschränkt und sowas. Ich kann richtig die Luft fließen lassen und das Mundstück nimmt alles auf und bringt es in die Trompete. Merke aber auch, dass ich oben ein bisschen weniger machen muss, beim CD. Das nimmt das Mundstück sehr gerne auf und bringt es auch nach außen. Ja gut, oben die Anstößerei ist auch auf jeden Fall alles da. Und ich wechsle jetzt mal eben, weil es eben um die Lage geht, auf das Hot-Mundstück. Das soll mich ja eben da oben unterstützen und das soll vom Klang her sehr, sehr durchdringend sein. Das heißt, zum Beispiel, wenn du eine Band spielst und dich da auf jeden Fall auch durchsetzen musst gegen andere oder elektrisch abgenommene Instrumente eben, dann kann uns das wirklich sehr, sehr nach vorne bringen. Oft hat man das Gefühl, wenn man einen großen Kessel spielt, dass die Band gibt und man selber kommt gar nicht so richtig in den Sound rein. Deswegen ein bisschen präsenteres Mundstück, ein bisschen enger, ein bisschen flacher und man merkt, jetzt bin ich in der Spur, jetzt kann ich da gut mit dabei sein. Merke ich auf jeden Fall, es ist enger. Und ich spiele Mezzo fort und ich habe das Gefühl, wow, da geht richtig Sound raus. Das muss man natürlich kontrollieren können, das ist ganz klar. Es muss zum Ensemble passen, es muss zum Kollegium passen, mit dem er eben spielt. Unten in der tiefen Lage ein bisschen schwerer zu kontrollieren als die beiden anderen Mundstücke, das Fresh und das Cool. Das Hot wird wahrscheinlich aber auch nicht für die tiefe Lage gemacht sein, sondern ganz im Gegenteil, 2, 3 gestrichene Oktave, um eben da präsent zu sein. Das D oben kommt einfach, da muss ich nicht viel machen, das ist einfach da. Ich habe vorhin gemerkt, beim Cool, gut, der Sound ist groß und ich gebe viel rein und oben wird es halt etwas schwerer einfach. Das muss man wissen. Dafür das Fresh, das nimmt es oben gerne an und ich merke, beim Hot muss ich wirklich wenig machen und die Töne kommen dann trotzdem. Ich gebe Luft und es kommt einfach. Ich muss aber natürlich immer wissen, kann ich das kontrollieren oder schieße ich nur raus? Kann ich auch weniger machen?
Ja, das Mundstück möchte eigentlich schon losgehen. Also man merkt schon, wenn man weniger macht, naja, man steht wie, wenn man Auto fährt, auf einer Bremse und das Mundstück sagt so, komm, gib mir mehr, ich kann das. Also je nach Einsatzgebiet auf jeden Fall ein gutes Mundstück. Mein Favorit auf jeden Fall das Fresh. Ich habe das Gefühl, naja, es ist alles da. Ich kann von der oberen Oktave in die tiefe Oktave reingehen, überhaupt kein Problem. Ich kann auch ein bisschen drüber gehen und es nimmt meine Luft einfach gut auf. Merke aber auch, jetzt im Vergleich zum Hot klingt es runder. Das andere ist eher straight, das ist insgesamt etwas runder. Aber geht natürlich auch sofort los. Da muss ich nicht viel Luft drauf geben und dann sind wir schon im Fortissimo. Jetzt nochmal das Cool im Vergleich. Ja, man merkt, das ist das größte Mundstück. Und unten einfach B. Wow, das geht einfach runter. Das, was das Hot nach oben macht, macht das Cool unten in der tiefen Lage. Optisch gefallen mir die Mundstücke super. Ich finde es immer ganz gut, wenn man ein bisschen neue Wege geht, ein bisschen was ausprobiert und auf jeden Fall dann auch neue Namen dem Ganzen gibt. Millimeterangaben etc. pp. Wie gesagt, habe ich jetzt keine gefunden. Mir ist es immer wichtig, dass ich eben spielen kann, ausprobieren kann und fühlen kann, was eben mit den Mundstücken möglich ist, beziehungsweise wofür die gemacht sind. Da muss ich nicht unbedingt vorher alles durchlesen und dann wissen, okay, jetzt werden meine Anforderungen oder meine Erwartungen erfüllt. Sondern ganz im Gegenteil, ich spiele einfach mal rein und wenn es mich interessiert, lese ich später rein. Aber letztendlich ist es ja immer ganz, ganz individuell, mit was für ein Material man gut zurechtkommt. Ich würde jetzt einfach mal so spontan einfach behaupten, dass es cool mein 1,5C Mundstück sehr, sehr nahe kommt. Das Fresh meinem 3C Mundstück, wobei ich sagen muss, dass das in der tiefen Lage ein bisschen Schwächen hat gegenüber dem Cool, aber dafür mehr Vorteile in der oberen Lage. Das Hot-Mundstück, das erinnert mich so ein bisschen an meinen 14B4, 13B4, eher 14B4 und geht sehr, sehr gerne in die Höhe. Man merkt aber auch, in der tiefen Lage hat das Mundstück jetzt nicht so viel Lust. Es ist für die mittlere und für die hohe Lage und da kann man sich auf jeden Fall wesentlich unterstützen dabei. Man muss immer ein bisschen aufpassen bei solchen Mundstücken, dass man, wenn man zum Beispiel im Blasorchester, Symphonieorchester spielt, dass man nicht zu scharf wird vom Sound her. Dann geht man eher auf das Cool, was einfach ein bisschen mehr Breite im Sound auch mit sich bringt. Wenn du aber zum Beispiel in der Big Band spielst oder zum Beispiel in der Band, dann ist das Hot auf jeden Fall eine wirklich gute Wahl. Das ist spritzig, das kann sich durchsetzen und man macht sich körperlich nicht komplett K.O., wie es bei einem größeren und voluminöseren Ton der Fall wäre. Also, wie gesagt, unten in den Shownotes werde ich euch auf jeden Fall die Brass-Werkstatt mal verlinken. Da könnt ihr direkt mit Ono Kontakt aufmachen. Viele Grüße gehen raus an dieser Stelle. Probiert es doch mal aus, wie euch die Mundstücke gefallen. Ich finde die optisch und vom Spielerischen sehr interessant. Gefallen mir auch optisch sehr gut. Und letztendlich kommt es immer drauf an, wie ist es individuell und wie kommt man auf den Mundstücken zurecht. Hast du die Mundstücke schon mal ausprobiert? Dann schreib deine Erfahrung gerne in die Kommentare. Ansonsten viel Spaß beim Ausprobieren. Der Kontakt unten in den Kommentaren. Lass gerne am Ende von diesem Video ein Like und Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.